Aber würden Sie bestreiten, dass das Heizungsgesetz der Grund dafür ist, warum die Grünen das Image haben, eine Verbotspartei, eine Bevormundungspartei zu sein und eine Ökodiktatur in Deutschland errichten zu wollen? Das war natürlich das Heizungsgesetz. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen. Ja, das hat man ja gesehen, dass dann sozusagen der Gegendruck sofort da war. Hey Leute, im Heute-Journal ging es Anton Hofreiter richtig an den Kragen. Die Moderatorin hat ihm mit kritischen Fragen zur grünen Krise ordentlich eingeheizt. Besonders spannend, wie verteidigt er das verkorkste Heizungsgesetz und das Image der Grünen als Verbotspartei. Hofreiter versuchte alles schön zu reden, aber ganz ehrlich, das klang mehr nach Prinzip Hoffnung als nach echter Lösung. Wenn ihr wissen wollt, wie er sich da rauswinden wollte, bleibt dran. Auf geht's! Das Thema Klimaschutz hat im österreichischen Wahlkampf so gut wie keine Rolle gespielt. Bis kurz vor Kampagnenschluss das Hochwasser in Österreich für einen Moment die Schlagzeilen kaperte. Den Grünen hat das offenbar nichts genutzt. Sie verloren trotzdem über 5 Prozentpunkte und liegen jetzt einstellig bei um die 8%. Das Thema Migration überlagert alles. Dieser europäische Trend hat sich in Österreich fortgesetzt. Genauso wie hierzulande, wo die Grünen ebenfalls gerupft dastehen. Bei den Wahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern flogen sie aus 2 Parlamenten, was bekanntlich zum Rücktritt der Parteispitze führte. Bevor ich darüber gleich mit Anton Hofreiter spreche, blickt Mathis Feldhoff zurück auf die grünen Chaostage der letzten Woche. Es ist eine Hochburg der Grünen, die Hansestadt Hamburg. Hier an der Elbe ist im März der erste und letzte Test, ob der Berliner Strategiewechsel, ob die neue Parteispitze auch funktioniert. Landesparteitag der Grünen gestern. Man spürt die Sehnsucht nach der grünen Uridee. Wir dürfen erstmal unsere Basis nicht verlieren. Wir stehen für Klima, wir stehen für Veränderungen, wir stehen für eine vielfältige Gesellschaft. Trotzdem müssen wir, davon bin ich überzeugt, unseren grünen Werten natürlich treu bleiben. Also es wird nicht die neue grüne Partei geben, aber es braucht einen Aufbruch. Es braucht auch vor allem wieder Motivation, Kraft. Im fernen Berlin versucht die Partei, sich noch vom Schock der Woche zu erholen. Der Rücktritt des Bundesvorstandes hat die Grünen kalt erwischt. Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Mit Franziska Brandner und Felix Banaschak sollen jetzt die engste Vertraute von Robert Habeck und der Architekt der schwarz-grünen Koalition in NRW die Scherben aufkehren. Bei Berlin direkt aber hört sich die noch nicht Vorsitzende eigentlich immer noch so an wie die alte Parteiführung auch. Wir brauchen eine geordnete Migration mit Regeln und alle, die sich nicht an diese Regeln halten, müssen gehen. Das ist absolut richtig. Aber darüber hinaus dürfen wir ja nicht vergessen, dass auch Weltoffenheit, unsere Vielfalt eine Stärke von uns sind. Noch verbalisiert sich der Neuanfang bei den Grünen nicht. Es bleibt die nüchterne Analyse, dass der designierte Spitzenkandidat das Gesicht der Krise bei den Grünen ist. Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung oder grüne Industrie hängen Robert Habeck und seiner Partei wie Mühlsteine um den Hals. Das sind immer noch dieselben Personen und die gleiche Politik. Und genau das ist das Problem. Die Grünen haben ihre Politik nicht verändert, aber die Wirklichkeit hat sich dramatisch verändert. Sie versuchen ihre Politik aus der Vergangenheit, die da so erfolgreich war, in die Zukunft fortzusetzen. Jetzt drängt Robert Habeck an die Spitze. Der letzte Player der Grünen, heißt es aus der Parteispitze. Derjenige, der den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Spitzenkandidat, Vizekanzler, Übervater. Robert Habeck will die Hauptrolle, die in der Politik normal ist, bei den Grünen aber immer noch ungewöhnlich. Das wäre jetzt Quatsch, wenn wir sagen würden, ach nö, wir haben gar keine Person, das spielt keine Rolle. Das wäre ein großer Fehler. Personalisierung ist richtig und wichtig und Robert Habeck ist der richtige Mann dafür. Ich glaube, wir werden nicht eine Partei werden. Das ist einfach in der DNA der Grünen nicht angelegt, die alles nur noch auf eine Figur setzt. Doch die politische Realität ist längst weiter. Seit Wochen planen Habeck und Brandner den Wahlkampf, zugeschnitten auf ihn, geplant von der engsten Vertrauten. Doch gerade diese enge Verbundenheit birgt das größte Risiko.
Denn jetzt gilt jede Attacke, jede Kritik, ob aus oder an den Grünen, als ein Angriff auf den Kandidaten direkt. Darüber wollen wir reden mit Anton Hofreiter, langjähriger Fraktionschef der Grünen, jetzt Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestages. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Das war ja eine turbulente Woche für die Grünen. Wie begeistert sind Sie denn als Vertreter des linken Flügels über die vermutlich neuen Parteichefs, die ja offenbar die Kanzlerkandidatur von Robert Habeck vorbereiten sollen? Also, ich glaube, natürlich war es eine turbulente Woche, das kann man ja überhaupt nicht bestreiten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich bin schon sehr lang aktiv bei den Grünen und meistens war es turbulent. Ich kann mich nur an relativ wenig Jahre erinnern, wo es nicht hieß, dass wir in der Krise sind. Deshalb glaube ich, wenn man die Grünen schon lang kennt, wir sind durch viele Krisen durchgekommen und die neuen, also die designierten Parteivorsitzenden, ich glaube nicht, dass noch jemand anders kandidiert. Ich bin von beiden sehr überzeugt. Felix Banacek hat in NRW eines der besten Ergebnisse eingefahren. Der hat, damals waren die Grünen also übernommen, hat auch in der Krise und dann ist er mit 18, irgendwas Prozent rausgekommen. Franziska hat sehr viel Erfahrung, die war schon mal im Europaparlament, die war sehr lange schon im Bundestag tätig, war jetzt im Ministerium tätig. Das heißt, die kennt auch die internationale europäische Szene sehr gut, was sehr, sehr wichtig ist angesichts der vielen außenpolitischen Krisen. Also die werden das sicher gut machen. Also ich nehme zur Kenntnis, dass der linke Flügel erstmal jetzt keinen Streit will. Jetzt also volle Kraft voraus für Robert Habeck. Wie kann das denn funktionieren, wo er doch der Kandidat ist, der die Verantwortung trägt für das verkorkste Heizungsgesetz und eigentlich den Absturz der Grünen bei den Wählern mitgemacht hat? Naja, erstens hat man gemeinsam Fehler gemacht. Das ist nie nur eine Person. Und zweitens haben wir das schon verschiedentlich deutlich gemacht, dass beim GEG, also beim Gebäudeenergiegesetz, einiges schiefgegangen ist. Aber es ist noch ein Jahr Zeit. Und gerade bestimmte Vorwürfe, wie dass Robert für die Grüne Verbotspartei stehen würde, das ist geradezu absurd. Nämlich er ist genau eine der Personen, die immer am deutlichsten gemacht hat, dass es nicht darauf ankommt, die Lebensführung der Einzelnen zu verändern, sondern die Gesetze und Rahmenbedingungen, sodass die Menschen dann sich problemlos vernünftig verhalten können. Das heißt, dass Klimaschutz einfach und nicht kompliziert wird. Aber würden Sie bestreiten, dass das Heizungsgesetz der Grund dafür ist, warum die Grünen das Image haben, eine Verbotspartei, eine Bevormundungspartei zu sein und eine Ökodiktatur in Deutschland errichten zu wollen? Das war natürlich das Heizungsgesetz. Naja, also ich meine, das sind ja jetzt Stichworte Ökodiktatur. Also wenn man sich anschaut, wie tief die ökologische Krise ist, wie krass die Überschwemmungen sind, ist es eher umgekehrt, dass wir zu wenig Klimaschutz haben, dass wir zu weit hinten sind bei der Industrie. Also unsere Autoindustrie kommt massiv unter Druck durch China, durch Japan, durch Südkorea, die technologisch weiter vorne sind. Also man sollte diese Kulturkampfbegriffe von ganz rechts außen nicht immer einfach so übernehmen. Das schadet am Ende allen. Jetzt ist es aber so, dass die härtesten Verfechter grüner Werte, Klimapolitik, eine humane Asylpolitik, gerade aufgegeben haben. Der 10-köpfige Vorstand der Grünen Jugend ist aus der Partei ausgetreten. Heute gab es weitere Austritte in NRW und Schleswig-Holstein. Die Jungwähler haben sich von den Grünen verabschiedet. Wie wollen Sie die zurückholen? Ein Teil der Jungwähler haben sich verabschiedet und da sind Menschen ausgetreten. Ja, wie gesagt, es sind auch brutale Zeiten. Wir haben Krieg, wir haben Inflation. Die Klimakrise manifestiert sich richtig. Es läuft nicht alles rund bei dieser Bundesregierung, das kann doch überhaupt niemand bestreiten. Also am Ende sind die Ergebnisse oft ganz gut, die die Bundesregierung erzielt, aber der Weg dorthin ist oft kein schöner, massive Auseinandersetzungen. Deshalb, wie gesagt, kann ich das auch verstehen, dass Leute, die ihre Jugend, ihre Freizeit, das ehrenamtlich machen, sagen, also von manchen habe ich einfach die Schnauze voll, aber es wird da neue Vorstände geben, die werden es kreativ und spannend machen und deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass eine Partei, die so zentral auf die Zukunftsthemen setzt, nicht die Rettung der Lebensgrundlagen für uns alle, dass die Jugend wiedergewinnen wird. Aber die Jungwähler sind ja nur ein Symptom dafür, die Abwanderung der Jungwähler, dass der Zeitgeist sich verändert hat. Viele Menschen wollen einfach nichts mehr von Krieg und Klimawandel hören und sind auch für eine strengere Asylpolitik. Siehe Österreich. Welche Fehler haben die Grünen denn gemacht? Wie wollen sie denn, was ist denn die neue Strategie?
Also ich glaube, dass die Klimakrise nicht weggeht, nur weil manche Menschen davon nichts mehr hören wollen. Und ich glaube auch nicht, dass Russland aufhört, die Ukraine anzugreifen und Sabotageakte bei uns zu machen, nur weil viele Menschen verständlicherweise davon nichts mehr hören wollen. Probleme löst man nicht dadurch, dass man den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man sie löst. Und die Fehler, die wir gemacht haben, ist, dass man manche Dinge unterschätzt hat an Auseinandersetzungen in der Koalition, dass man bei manchen Dingen auch zu sehr auf Wortlaute beharrt hat. Aber es ist noch ein Jahr Zeit, die Dinge zu verändern. Und wenn ich mal anschaue, als Partei, die klar zur Ukraine steht, als Partei, die klar zur Westbindung steht, als Partei, die klar zur NATO steht, als Partei, die gleichzeitig für die Transformation unserer Industrie ist, als Partei, die zum Rechtsstaat steht und die vielleicht als letzte noch zumindest Humanität in der Frage mit Migration auch anspricht und versucht dafür zu kämpfen, haben wir so viele Alleinstellungsmerkmale, dass ich da durchaus Chancen sehe, dass das Ergebnis am Ende dann viel besser ist, als es im Moment ausschaut. Also Prinzip Hoffnung von einem defensiven Anton Hofreiter. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend.